Herzlich willkommen, grüß Gott. Hier sind wir in Magdalena bei unserem Abendspaziergang. Diesen wichtigen Freitagabendstermin, auch dem Erev Shabbat, Shalom, Lekulam, alle unsere jüdischen Freunde, besonders die Reiseführer und anderen, die mithören, mitmachen, anschauen. Guten Abend, Georg, das freut mich sehr, dass Sie dann da sind. Sie sind immer da bei den Morgengesprächen auch, jeden Morgen. Das ist eine Freude. Und ich habe was vor heute Abend für Sie, wegen besonderer Umstände. Grüß Gott, Wilfried, wie geht's Ihnen? Wir hoffen, dass es Ihnen gut geht in Deutschland. Sie haben Ihr Herz hier, Sie wollen hier bleiben. Ich grüße alle deine Familie. Ja, dann diesen Monat Juli hat verschiedene Tage und ich will heute ein paar Stopps machen. Ein bisschen weniger mit der Archäologie heute. Wir haben schon mehrere Wochen jetzt die Archäologie angeschaut. Und am 22. Juli gibt es ein Fest von María Magdalena. Das ist das Apostelfest von María Magdalena. Und dann, weil das fehlt im Juli, dann ist ganz Juli ein bisschen mit der Farbe von María Magdalena. Und deswegen will ich da jetzt einen kurzen Besuch hier machen. Und dann heute ist das Fest von dem Apostel Thomas. Und mit ihm haben wir heute in unserer Zeit sehr viel Verbundenheit, weil es gibt viel Skeptiker, viel Zweifelhaften, ein bisschen den Zweifel boostern viele Türen, auch unsere Türen hin und wieder. Und dann haben wir großes Verständnis für die Zweifelnden. Und das freut mich, dass dann wir machen einen Stopp bei einer wunderschönen Ikone von Gerardo Centeno aus Chile in unseren Duc in Altum hier zu meinem Rücken. Jetzt ich bringe Sie auf einen Besuch und dann gehen wir zum See, weil es eine Weile seit wir waren am Rand des Sees und diese Woche war sehr viel das Evangelium gelesen aus Kapharnaum, Matthäus Kapitel 8 und 9. Und so wir machen einen kleinen Spaziergang, Abendspaziergang und ein bisschen mit dem Spur auf die Themen dieser Zeit. So, los geht's. Ich mache das jetzt um hier und dann schauen wir hier auf diesen wunderschönen Bild aus Mexiko. Mein iPad abholen. Und jetzt hier haben wir diesen Bildhauerarbeit von María Magdalena und Jesus. Und sie reicht ihm ein halb, wie heißt diesen Brot? Mir kommt das Wort jetzt nicht in die Hand, in den Mund. Schauen Sie, sie hat einen Korb hier mit vielen Brötchen drin und dann die Hälfte Stück hier gibt sie zu Jesus und er nimmt das dann sehr demütig und sehr gütig an. Er nimmt die Hilfe, die wir Menschen anbieten, sehr gern. Ja, ist das wahnsinnig? Ich kann den Namen für diesen Brot nicht nennen und ich habe das schon seit den letzten 13 Jahren, dass ich hier bin, immer jeden Tag gebraucht. So funktioniert das Menschengehirn hin und wieder. Hier sind wir wieder beim Abendblick auf dem Berg Arbel. Jetzt ist es bereit, wieder zu gehen hier. Wir haben wie wäre das jetzt so etwa, die 5 hellsten Wochen des Jahres schon sind hinter uns, die längsten Tage. Und dann haben wir diesen Blick auf María Magdalena, nur deswegen, weil das ist das Monat Juli und wir wollen das dann deswegen anschauen. Dann kommen wir hier, vielleicht ein klein bisschen Blick hier auf dem Hafen, weil wir gehen auf die andere Seite raus durch den Altum, damit Sie auch ein Stück von der Archäologie mal schauen. Schauen Sie die langen Schatten hier jetzt, weil das ist Abend, die Sonne geht nieder. Und da haben Sie den Hafen von Magdala aus dem 1. Jahrhundert. Da waren wir schon ein paar Mal, mal kurz, mal länger. Da haben wir die Glocken, da haben wir mal auch das geläutet. Und dann vielleicht wir läuten es nachher mal für eine Sekunde, das ist schon, heutzutage gehen die Leute nicht so viel in die Kirche, hören sie die Glocken nicht so gut. Und dann wir machen diesen kleinen Glockenklang jetzt für Sie.
schöne Geschenk, das uns gegeben wurde, schon lange her, bei dem Einweihung der Kirche in 2014 war das. Schauen Sie, es gibt noch einige Sportboote auf dem See draußen, aber kommen wir dahin dann am Ende unseres Spaziergangs heute Abend. Dann ich gehe jetzt, hier sehen Sie die Sonne voll hoch, und dem Weg zur Abenddämmerung, zum Niedergang des Sonnes. Viel Wind gibt es, ne? Das erinnert uns an die Zeit von in Genesis, Kapitel 3, wenn der liebe Gott kam zu Adam und Eva beim Abendwind und in die Kühle des Abends nach der Hitze des Tages und ist bei ihnen dann im Garten mit spazieren gegangen. Es gibt noch viel Blumen auf diesem Baum. Ich glaube, wir gehen kurz da vorbei und dann gehen wir rein in Dukenaltum. Da ist schon eine Geschichte mit diesen Blumen. Jetzt haben wir die angeschaut für fast 2 Monate. Oder viel mehr als 1 Monat, sicher. Schauen Sie, es gibt noch, aber die meisten sind schon auf den Boden gefallen. Aber es ist immer noch da schon einige reichliche Farbe auf diesem Baum. Dann gehen wir hinein in Dukenaltum. Da ist Eduardo, ein Volontär. Wir haben immer noch einige Volontäre, die da viel helfen. Die sind eigentlich ein bisschen hier gestrandet nach der Corona-Zeit. Und hier sind wir sind durch die Frauenatrium jetzt gegangen, weil ich will Ihnen zu Thomas bringen, weil heute ist ein Fest von Thomas. Ich hoffe, dass es gibt einige, die Thomas heißen hier, die mitmachen. Wir haben heute auch viel für alle, die Thomas heißen, gebetet. Hier ist Thomas drüben. Tommaso in Italien. Tommy. Schauen Sie hier, Thomas. Und wir die Apostel, die haben die Schriftrolle, weil die haben eine gute Nachricht und frohe Botschaften in die ganze Welt gebracht. Und dann Thomas war der Skeptiker. Ne? Er hat gesagt, ich will nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, bis ich meine Hand in seine Seite stecke und meinen Finger in seine Wunde. Und das ist dann durch den Gerardo Centeno, einen wunderbaren Ikonograph aus Chile. Er hat das dann für uns geschrieben. So sagt man, wann die Ikonen, werden geschrieben. Und die sollen nicht original sein, sondern die sollen treu sein, treu an ein Urbild. So ist die Ethik von Ikonen schreiben, auch mit viel Gebet. Und dann die sind hochgeschätzt in die Ostkirchen und die Ikonen hier in Magdalena auch sind ein bisschen eine Brücke, eine Hand ausgereicht zu den Ostkirchen. Und Thomas dann ist in Indien gegangen und das Christentum in Indien ist sehr auch von Ostkirchlichen geprägt, des Syro Malibaritus und anderen in Indien. Und dann hier machen wir im Herzen ein kleines Gebet für alle unsere Freunde, Bekannten und Familie, die heißen Thomas. Und jetzt ein kleiner Blick von hier durch die ganze Kapelle, von dem Bootaltar. Das ist schon zu dieser Abendzeit, weil die Licht jetzt ist sehr hell draußen und dann kann man gleich innen und draußen sehen. Das ist nicht immer so während des Tages. Man kann wenig Bilder machen von innen, die auch außen auffangen. Und dann hier haben wir auf der anderen Seite die anderen Apostel. Und diesen Bootaltar ist in Deutschland gebaut. Wir gehen hier durch die Tür raus jetzt und das auch ist in Deutschland gebaut, das Tür. Und hier ist das Marmor aus Norwegen und es schaut aus, als ob das Boot auf dem See steht. Ja, das bringt viel Freude, so viele Menschen. Jetzt gehen wir hier raus. Das ganze Gebäude sitzt, diesen Bootaltarkapelle, auf Wasser. Das hat sehr viel Bedeutung. Und schauen Sie auch die Fenster, die sind nicht
sie brauchen nicht geputzt zu werden, sondern das ist so gemacht, das sind glazed windows und kommt das Licht so ganz besonders rein, wenn das Licht auf dem Fenster schlägt, dem Sonnenlicht direkt. Jetzt sind wir draußen. Ich hoffe, dass das akustisch noch tragbar wird. Mit dem Wind ist das nicht so leicht mit der Akustik. Und ich bringe sie jetzt zum See. Das ist ein bisschen lebendig mit so viel Wind. Einen kleinen Spaziergang hier machen. Das Wind trubelt das Wasser ein bisschen hier, aber es ist immer noch eine gute Spiegelung von diesem wunderschönen Bogen. Die Vögel waren da jetzt, aber vielleicht haben gemeint, dass das Kamera ein Gewehr wäre, aber die kommen dann wieder hin. Das ist das Brotaltar drinnen, hinter dem Fenster. Ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können. Gut, und dann jetzt gehen wir hier zum Wasser. Hier haben wir den See Galiläa. Das ist relativ gute Sichtbarkeit. Es gibt aber ein bisschen mehr so Nebliges nach Norden. Das Seligpreisungsberg kann man gut ausmachen hier. Es steht hinter diesem großen Baum. Eukalyptusbaum, rechts davon ab. Ich mache das breiter, damit Sie das sehen können. Und dann ich hebe das höher. Dann gerade in der Mitte, da zwischen dem Eukalyptusbaum, das große, und dem Palmenbaum rechts davon. Und das gibt einen Busch in der Mitte. Und dahinter ist der Seligpreisungsberg. Und dann gleich rechts davon, auf dem Wasserrand, ist Kapharnaum. Diese Woche bei der Lesung von Matthäus 8 und Matthäus 9 sind viele Wundererzählungen, die in Kapharnaum geschehen sind. Schauen Sie, wie das Bild ist. Auf die Palmenbäume hier. Die sind ganz schön gut und starker Wind. Da sehen Sie den Seligpreisungsberg hinter diesem großen Palmenbaum hier. Gleich da über die Busche da hinten, das ist Seligpreisungsberg. Und dann hier sind wir beim Wasser. Wenn Sie die Socken ausziehen und die Schuhe, können Sie die Füße hier reingeben jetzt. Das Mund kommt hoch auf. Jetzt über den See, über den Golan. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können in dem Bild. Vielleicht ich mache das ein bisschen besser jetzt.
freue mich, dass Sie das genießen dürfen jetzt. Und ich versuche jetzt den Mund aufzufangen hier mit dem Schirm. Da ist das Mond, schauen Sie. Und gestern Abend, wir haben Saturn und ich glaube auch Jupiter gesehen. Später. Ich wollte Ihnen ein paar Sätze vom Evangelium lesen, aber jetzt ist die Zeit sehr gegangen und ich habe Ihnen einen Link bei diesen Meldung jetzt den Link von den Kloster Beuern mit den Lesungen für diesen Sonntag. Wunderschöne Lesung, so eigentlich ein Einblick in dem Herz Jesu. Und er sagt, lernt von mir, weil ich bin demütig und mutig von Herzen bin. Das ist ein wunderschöner Satz. Paulus ermutigt uns, nach dem Geist zu leben. Und auch die erste Lesung ist sehr interessant, Zacharia und diesen demutigen Messias. Ich wünsche Ihnen viel Freude, viel Gebet für das Frieden auf Erde. In der ersten Lesung heißt es, dass die Waffen werden umgeschmiedet werden. Es kommt eine Zeit des Friedens und dafür müssen wir viel beten in unserer Welt heute. Es ist sehr vonnöten. Ich wünsche Ihnen viel Segen und ich danke, dass Sie mitgemacht haben und ich freue mich auf das nächste Mal hier von Genesaret in Magdalena beim Abendspaziergang und ich sage Ihnen Ade und ich bitte um euren Gebet und ich bete für Sie. Alles Gute, Gottes Segen, einen letzten Blick auf die Sonne, das runtergeht. Hier jetzt hinter der Dukenaltung geht die Sonne nieder. Neben Berg Ardell links. Alles Gute, Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.